Italien fliegt mit Starship zum Mars und lässt die ESA außen vor. Neue Sperrzone, Start von Starship Flight 10, schon kommende Woche. China testet Mondländer für Crew-Mission, nächste halt Mondbasis. USA beschleunigen Bau von Atomreaktoren für den Mond, bis 2029 soll er laufen. Rocket Lab feuert Triebwerk missionsnah und plant komplettes Marsnetz inklusive Probenrückführung. SpaceX Crewwechsel auf der ISS, Rückflug verzögert sich wegen Wetter. Hubble beobachtet den interstellaren Besucher und Japans neues Militärkonzept fürs All sorgt für Proteste aus China. All das und was dahinter steckt, nehmen wir heute genauer unter die Lupe. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Get on board, we're going to Mars. Kommt an Bord, wir fliegen zum Mars. Mit diesen Worten kündigte SpaceX COO Gwynne Shotwell eine historische Mission oder eine historische Partnerschaft an. Die italienische Raumfahrtagentur ASI wird die erste wissenschaftliche Nutzlast auf einer unbemannten Starship-Mission zum Mars platzieren. Laut ASI-Präsident Teodoro Valente handelt es sich um ein First-of-its-Kind-Abkommen, das Italien an die Spitze der planetaren Exploration bringen soll. Die Mission umfasst dann ein Pflanzenexperiment, einen Strahlungssensor und eine meteorologische Station. Alles entwickelt für den 6-monatigen Flug und den anschließenden Betrieb auf der Marsoberfläche. Während Starship bisher noch keine Nutzlast ins All gebracht hat, arbeitet SpaceX unter Hochdruck auf einen ersten interplanetaren Flug Ende 2026 hin. Bemerkenswert jetzt an dem Marsflugdeal: Italien umgeht mit dem Vertrag die ESA und setzt neben der eigenen Beteiligung an ExoMars nun auch auf bilaterale Wege zur Erforschung des roten Planeten. Ja, und das, obwohl sich Italien in den letzten Jahren bei diversen ESA-Großprojekten ja sehr gut positioniert hat. In deutschen Agenturkreisen war etwas verbittert von Italian Space Agency die Rede bei ESA. Mit einem jeweils starken nationalen Raumfahrtprogramm ist es vor allem Italien und Frankreich möglich, die ESA ein Stück weit vor sich herzutreiben. Die deutsche Politik hat da eher den Ansatz betrieben, wir stocken den europäischen Beitrag auf und schauen nur, dass die Kohle dann auch in Deutschland ausgegeben wird. Die US-Küstenwache hat für den Raum um Boca Chica, Texas, also die Starbase, eine Serie von 7 Startfenstern zwischen dem 22. und dem 28. August angekündigt. Die Zeitraume, die reichen jeweils von 23:30 Uhr UTC bis 1:34 Uhr UTC am Folgetag, also 1:30 Uhr bis 3:34 Uhr MESZ nach unserer mitteleuropäischen Sommerzeit. Der Tweet, der ist von Alex von NSF und das Dokument, das wurde kurz nach dem Release von der Küstenwache wieder entfernt. Aber ein guter Hinweis. Solche Sperrungen, offiziell Launch Hazard Areas, die sichern See- und Lufträume während möglicher Raketenstarts. Dass gleich mehrere aufeinanderfolgende Nächte geblockt wurden, ist ein starkes Signal für einen bevorstehenden Testflug des Starship-Systems. Zwar setzen diese Zeitangaben keine FAA-Startlizenz, doch sie gelten traditionell als guter Hinweis auf den anvisierten Zeitraum. Sollte SpaceX sowohl die behördliche Freigabe als auch die letzten technischen Checks rechtzeitig abschließen, könnte der 10. voll integrierte Starship-Flug schon nächste Woche Realität werden. Was glaubt denn ihr? Wann startet Starship zum 10. Mal und wird die Oberstufe endlich wieder weich landen? Schreibt mir und den anderen doch gern unter dem Video. Man kann es in euren Kommentaren sehen, viele von euch warten ungeduldig auf den nächsten Start des Starships. Ein offizielles Startdatum, das werde ich hier im Community-Tab unabhängig von Videos posten, um euch dann up-to-date zu halten und kann euch dann mit Updates bis zum Start versorgen. Also Abo und Glocke dazu nicht vergessen. Ja, in der Starbase, da gab es in den vergangenen Tagen ein komplexes Hin und Her. Das zeigt, wie dynamisch die Vorbereitungen für Starship Flight 10 verlaufen. Den Auftakt machte am 3. August der Abbau von Chip 37 von der Startrampe. Die Chopsticks, die hoben das Schiff behutsam vom Orbital Launch Mount und brachten es zurück in die Megabay 2. Welcome back to Production Ship 37. Mit diesen Worten begrüßte man das Schiff zurück in der Fertigung. Fast zeitgleich wanderte auch das Teststandsystem Starstool vom Pad 1 ins Produktionsgelände. Ein Schritt, der zunächst wie der Startschuss zur endgültigen Startkonfiguration wirkte. Doch 2 Tage später, die Kehrtwende Starstool wurde erneut auf einem SPMT verladen und zurück zum Pad 1 transportiert. Grund ist ein Triebwerkswechsel bei Chip 37, der einen weiteren Test erfordert, entweder als Static Fire oder als Spin Prime. Entsprechend hob ein Kran den Testadapter am 7. August wieder in das OLM ein, um die Schiff-Testkonfiguration wiederherstellen zu können. Ziel bleibt es, Flight 10 noch in diesem Monat zu fliegen. Mit einem erneuten Static Fire von Chip 37 und dem Test der gesamten Rakete wäre das vorhin antizipierte Startfenster zwischen dem 16. und 23. August schon sehr sportlich. Vielleicht hier nochmal der Hinweis, SpaceX hat aufgehört, mit einer Wet Race Rehearsal die gesamte Rakete planmäßig in Startkonfiguration betankt zu testen. Sollte die gesamte Rakete potenziell
potenziell startbereit erscheinen, würde SpaceX tatsächlich dann starten. Würden Probleme auftauchen, wird man diese dann erst lösen und im Zweifelsfall auf ein späteres Startdatum gehen. So geschehen zum Beispiel bei IFT 8, als ein Startversuch am 3. März 2025 abgebrochen wurde. Der Start, der erfolgte dann am 6. März. Der letzte Starship-Start, IFT 9, am 27. Mai, der erfolgte direkt. Bemerkenswert, dass Booster 14 am 24. Mai zur Startrampe gefahren wurde, am 25. Mai mit Chip 35 integriert wurde und dann am 27. Mai abgehoben ist. Ja, der Starship Super Heavy Booster jetzt für den Flug 10, Booster 16, der wurde in den Rocket Garden verlegt, wo er nun auf den Start wartet. Booster 12, der erste von SpaceX in der Starbase gefangene Booster, und zwar bei IFT 5 war das, wurde jetzt in die Megabyte 1 verlegt. Der Grund ist mir noch nicht bekannt. Es gibt Tage, die verlangen nicht nach viel, nur nach dir, deinem Flow und einem Schuh, der sich anfühlt wie ein Teil deines Fußes. Der Merino Light von Gieswein, der ist mehr als ein Sneaker, er ist ein Statement für stilvolle Lässigkeit und ein Bekenntnis zum kompromisslosen Komfort. Innen schmiegt sich edles Merino Jersey wie eine zweite Haut an deinen Fuß. Außen sorgt formstabiler, feiner 3D-Merino-Strick für ein smartes Finish, das sich ebenso gut im Büro wie beim Strandspaziergang sehen lassen kann. Die 360 Grad Merino-Wolle, die regulieren dein Fußklima ganz natürlich. Barfuß reingleiten, kein Schwitzen, kein Reiben. So werden die Merino-Wollfühlmomente zu puren Wohlfühlmomenten. Mit meinem Link und meinem Code bekommst du wieder 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Ob zur Jeans, Chino oder Stoffhose, der Merino Light, der lässt sich vielseitig kombinieren und bleibt dabei federleicht. Seine flexible EVA-Sohle, die unterstützt dich mit jedem Schritt, während gerillte Gummielemente für Grip bei jedem Wetter sorgen. Der Gieswein Merino Light, einmal anziehen, nie wieder ausziehen wollen, wenn sich Alltag wie Wochenende anfühlt. Mit meinem Link und meinem Code Moritz Sommer bekommst du wieder 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Findest du auch unten in der Beschreibung. Eines der spektakulärsten Raumfahrtsysteme, die bisher erfolgreich geflogen sind, ist mit Sicherheit der Skycrane von Curiosity und Perseverance. Propulsivbremsen über dem Mars schwebenden 1,5 Tonnen schweren Rover abseilen und dann weiterfliegen. Der erste erfolgreiche Einsatz, der ist schon 13 Jahre her. Sogar nach 13 Jahren auf dem roten Planeten ist der NASA-Rover Curiosity alles andere als am Ende. Ganz im Gegenteil. Neue Software-Updates, die ermöglichen es ihm nun, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Statt wie früher nacheinander zu fahren, funken und Bilder zu schießen, kann Curiosity nun parallel kommunizieren, fahren und forschen. Das spart Energie und davon hat der betagte Rover immer weniger, denn sein radioisotopischer Stromgenerator, der liefert durch den natürlichen Zerfall des Plutoniums mit der Zeit immer weniger Leistung. Durch clevere Energiesparroutinen, etwa das selbstständige Einschlafen nach erledigter Arbeit, kann der Rover nun länger produktiv bleiben. Und das lohnt sich. In einer neu erreichten Zone auf dem Mount Sharp untersucht Curiosity derzeit sogenannte Boxwork-Formationen. Das sind vernetzte, vom Wasser geformte Gesteinsrippen, die Hinweis auf eine einst lebensfreundliche Marsumgebung liefern könnten. Ja, super abgefahren, dass der Skycrane direkt beim ersten Mal richtig funktioniert hat. Auch im ersten Versuch hat die chinesische Marslandung mit Rover geklappt. Das nächste große Ziel der staatlichen Raumfahrt in China ist ja Chinesen auf dem Mond. China hat am 6. August einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur eigenen Mondmission mit Crew erreicht. Der neu entwickelte Mondlander Lanyu absolvierte erfolgreich einen integrierten Test von Landung und Start. Die Tests, die sollen zentrale Funktionen wie Triebwerk, Steuerung, Navigation und das Zusammenspiel der Subsysteme unter realitätsnahen Bedingungen validieren. Auffällig die orangene Abgasfahne, die deutet auf den Einsatz hypergoler Treibstoffe hin. Der Lander, der ist für 2 Astronauten konzipiert, kann einen Rover transportieren und trennt sich beim Abstieg von einer vorgelagerten Antriebseinheit. Im Fall eines Triebwerksausfalls, da sorgen redundante Antriebssysteme für Rückkehrsicherheit. Das ist im Prinzip ein Fortschritt zum Apollo-Programm. Da gab es ja Single Point of Failure, aber hat ja alles hingehauen. Parallel arbeitet China an der neuen Trägerrakete Langer Marsch 10 und dem Raumschiff Mengzhu. Beides Teile eines ambitionierten Plans, noch vor 2030 Menschen auf den Mond zu bringen. Für das Mengzhu-Raumschiff, da absolvierte China gerade einen Test für das Startabbruchsystem. Ja, wird dynamisch in der Mondexploration. Die USA, die beschleunigen jetzt ihre Pläne für eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond mit nuklearer Energie. US-Transportminister Sean Duffy, der ist ja auch aktuell gerade NASA-Interimsdirektor, der hat die NASA per Direktive angewiesen, bis 2029 einen 100 Kilowatt Atomreaktor für den Mond zu entwickeln. Ziel ist, die Energieversorgung künftiger Mondbasen abzusichern, unabhängig vom Tag-Nacht-Rhythmus des Mondes, der ja 14 Tage Dunkelheit mit sich bringt. Die Reaktorleistung, die würde ausreichen, um bis zu 100 Haushalte mit Strom zu versorgen. Zwar forscht die NASA seit Jahren an nuklearen Optionen, doch jetzt soll Tempo gemacht werden.
Nicht zuletzt wegen des zunehmenden Wettbewerbs mit China. Sean Duffy warnt, wer zuerst kommt, der könnte faktisch Schutzzonen beanspruchen, die US-Aktivitäten behindern. Ja, für die USA ist das Projekt ein strategischer Hebel als Energiestütze für Artemis, als Vorstufe für Mars-Mission und als geopolitisches Signal im neuen Rennen um die Vorherrschaft im All. Apropos strategische Dimensionen des Weltalls. Erstmals hat Japan offizielle Space Domain Defense Guidelines veröffentlicht. Ein strategischer Wendepunkt für die militärische Ausrichtung im All. Das Ziel, die Satelliteninfrastruktur des Landes soll gegen wachsende Bedrohungen durch sogenannte Killer-Satelliten aus China und Russland geschützt werden. Die 4 Leitlinien, die setzen auf Echtzeitaufklärung per Satellitenkonstellation, widerstandsfähige Kommunikation auch bei Störungen, schnelle Bedrohungsanalyse durch bessere Weltraumlageerkennung sowie Fähigkeiten zur Störung gegnerischer Strukturen. Parallel treibt Japan den Umbau zur Air and Space Self-Defense Force voran. China reagiert prompt und warf Japan vor, das Bedrohungsnarrativ zu missbrauchen, um militärisch aufzurüsten. Japan, ja einer der ISS-Partner, China dagegen auf Betreiben der USA nie bei der ISS dabei gewesen. Die machen jetzt ihre eigene Party. Wie es im niedrigen Erdorbit weitergeht nach dem Ende der ISS, das ist anscheinend offen. Ein radikaler Strategiewechsel bei der NASA kündigt sich an. Die Raumfahrtbehörde, die verabschiedet sich von ihrem bisherigen Plan, 1 oder 2 große kommerzielle Raumstationen als Nachfolge der ISS zu fördern. Stattdessen setzt sie künftig wahrscheinlich auf kleinere Anbieter, darunter so Projekte wie Vast Haven 1. Diese Minimalstation für 4 Personen, die passt exakt zur neuen Anforderung. 1 Monat Crewbetrieb, mehr nicht. Ja, die drastische Kurskorrektur, die ist Folge einer Budgetlücke von $4 Milliarden und soll das Überleben einer US-Präsenz in der erdnahen Umlaufbahn sichern. Für die Anbieter der geplanten großen Stationen von Axiom und Blue Origin heißt das, Strategie überdenken, schnell und tiefgreifend. Gewinner des neuen Modells könnte da Vast sein, das von der bisherigen Ausschreibung nicht berücksichtigt wurde. Apropos ISS, nach 4 intensiven Tagen rund um Ankunft und Abflug der Dragon-Kapseln gönnten sich 8 der 11 ISS-Besatzungsmitglieder am Mittwoch einen ruhigeren Tag, eine ruhigere Schicht. Die neue Crew 11, bestehend aus Cartman, Finke, Yui und Platonov, hatten sich seit dem Andocken am Samstag mit Experimenten, Ausrüstung und Alltagsabläufen vertraut gemacht. Nur Platonov blieb im vollen Einsatz. Er testete mit Virtual Reality Brille seine Orientierung in der Schwerelosigkeit, arbeitete an der Lebenserhaltung im russischen Segment und absolvierte eine akustische Atemstudie. Crew 10 hingegen, die seit März im Orbit ist, bereitet sich nun auf die Rückkehr zur Erde vor. McLean, Ayers, Onishi und Peskov trainierten gezielt für die Readaption an die Erdschwerkraft und konfigurierten die Dragon-Systeme für den Flug. Ihre Rückreise, die verzögert sich aktuell wegen schlechten Wetters in der Bergungszone im Pazifik. Apropos schlechtes Wetter, hier ein Hinweis in eigener Sache. In den letzten Wochen, da haben Trolle und negative Kommentare deutlich zugenommen. Wenn ihr konstruktive Kritik an den Kanal habt, unbedingt schreiben, aber bitte seht von Beleidigungen ab. Ich bedanke mich bei allen, die mit ihren Kommentaren die Arbeit von Senkrechtstarter unterstützen. Likes, Kommentare, Abos, das ist ja genau das. Das sind die Signale, mit denen der Algorithmus die Videos weiter ausspielt. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Vermutlich nur unterwegs, um einen außerirdischen Like für Senkrechtstarter dazulassen. Spaß beiseite, noch ist er in unserem Sonnensystem, der interstellare Besucher 3I Atlas. Auf einem Bild des Hubble Space Telescope präsentiert sich 3I Atlas als aktives Objekt mit asymmetrischer Staubwolke. Vor allem auf der sonnenzugewandten Seite ist ein Staubfächer sichtbar, typisch für Kometen aus unserem Sonnensystem, aber hier verursacht durch Eisverdampfen bei der allerersten Annäherung an einen Stern nach Milliarden Jahren interstellarer Reise. Mit einer Geschwindigkeit von rund 210.000 Kilometer pro Stunde zieht 3I Atlas derzeit durch unser Sonnensystem, schneller als jeder bekannte Komet zuvor. Entdeckt wurde er am 1. Juli 2025 vom Atlas-Überwachungssystem. Sichtbar bleibt er von der Erde aus bis September. Ein kosmischer Gruß aus einer anderen Sternwelt. Bevor wir zu den Starts der vergangenen Woche kommen, eine Korrektur zur letzten Woche. Ich hatte fälschlicherweise behauptet, Amazon Kuiper-Satelliten, die wären nur mit SpaceX geflogen. Das war leider nicht korrekt. Zwar haben weder ULA Vulcan, Blue Origins, New Glenn noch Ariane 6 Kuiper befördert, aber vor dem größten kommerziellen Launch-Deal aller Zeiten, da hatte Amazon relativ viele Atlas 5 Starts eingekauft. Bereits 2-mal wurden die betriebsbereiten Kuiper-Satelliten, also nicht die Testsatelliten, mit ULAs Atlas 5 gestartet. Vielen Dank für den Hinweis und ich bitte den Fehler zu entschuldigen. Apropos Blue Origin, am Sonntag, den 3. August, absolvierte Blue Origin mit NS-34 den 34. Flug der New Shepard-Rakete und den 14. mit Menschen an Bord. Die Crew bestand aus Avi Berhal, Gökhan Erdem, Deborah Martorell, Lionel Pitchford, J.D. Russell,
der nach NS-28 zum zweiten Mal flog, und Justin Sun, der 2021 eigentlich das erste New Shepard-Ticket ersteigert hatte, damals aber nicht mitfliegen konnte. Am Montag, 4. August, da brachte eine Langer Marsch 12 vom neuen kommerziellen Startplatz LC2 in Wencheng die 7. Gruppe von Satelliten für das chinesische LEO-Kommunikationsnetzwerk Satnet ins All. Ebenfalls am 4. August brachte SpaceX eine Falcon 9 mit Starlink-Satelliten von der Cape Canaveral Space Force Station in den Orbit. Am Dienstag, 5. August, da hob eine Elektron-Rakete von Rocket Lab mit der Mission The Harvest Goddess Thrives vom Startplatz LC-1B auf der Mahia-Halbinsel in Neuseeland ab. An Bord befand sich QPS-SAR-12, auch bekannt als Kushinida-I, ein kleiner hochauflösender Radarsatellit des japanischen Herstellers iQPS. Nur Stunden später, auch am 5. August, da startete eine chinesische Jinlong 3 von einem seegestützten Startschiff. Die Nutzlast ist mir nicht bekannt. Wurde verschoben, sollte gestartet sein, wenn ihr das hier seht. SpaceX startet eine Falcon 9 mit Satelliten für Amazons Kuiper-Satelliten. Der Start ist von Cape Canaveral aus. Müsste auch gestartet sein, wenn ihr das hier seht. Am 10. August, das ist der Sonntag, da startet SpaceX von der Vandenberg Space Force Base wahrscheinlich eine Falcon 9 mit einer weiteren Ladung Starlinks. Kurz zurück zum Start von Rocket Lab. Bei seiner 69. Elektronmission, da wurde der Erdbeobachtungssatellit QPS-SAR-12 mit gerade einmal 200 Metern Abweichung im anvisierten 575 Kilometer Orbit ausgesetzt. Die Inklination, die wurde mit 0,004 Grad getroffen. Laut Rocket Lab war das der herausragenden Leistung der Kickstage geschuldet. Eine neu installierte Kamera auf der 2. Stufe fing den Moment ein, als die Kickstage direkt nach der Abtrennung an der Oberstufe vorbeizog. Visuelle Premiere, die Rocket Lab-Chef Peter Beck begeistert auf X geteilt hat. Rocket Lab hat die Woche aber noch mehr geteilt. Das Triebwerk für die nächste Rocket Lab-Rakete, die wiederverwendbare Neutron, spuckt Feuer. Das Triebwerk im sauerstoffreichen, gestuften Verbrennungszyklus, das wurde laut Rocket Lab über die gesamte für eine Mission erforderliche Brennzeit getestet. Wunderschön anzusehen, hier sichtbar die 3 Mach-Diamanten. Das ist ja ein strömungstechnisches Phänomen, bei der grob vereinfacht Schockwellen von der Grenzschicht des Abgasstrahls reflektiert und dann diese Doppelkegel bilden, was das Abgas dann an dieser Stelle heller macht. Als Treibstoff nutzt Archimedes flüssigen Sauerstoff und flüssiges Methan. Das Archimedes-Triebwerk, das bringt es auf einen Vakuumschub von 90 Tonnen. Das ist also die gleiche Größenordnung wie das Merlin von SpaceX, das die Falcon 9 antreibt. Mit dieser Rakete teilt sich die Neutron auch die Anzahl an Erststufentriebwerken. Und noch mehr Rocket Lab News: mit dem Mars Telecommunications Orbiter MTO will Rocket Lab eine entscheidende Lücke für zukünftige Mars-Missionen schließen. Kommunikation zwischen Marsoberfläche und Erde mittels Relais-Satelliten. Der Orbiter soll als hochleistungsfähiges Relais fungieren und bereits vor dem ersten menschlichen Fußabdruck auf dem roten Planeten einsatzbereit sein. Doch Rocket Lab plant weit mehr als nur einen Kommunikationssatelliten. Der MTO ist Teil eines umfassenden Architekturkonzepts für eine vollständige Mars Sample Return Mission. Das Konzept umfasst insgesamt 3 dedizierte Starts mit einem Marslander samt Probenrückkehrrakete, einem Earth Return Orbiter sowie einem aufschlagresistenten Wiedereintrittssystems. Die Proben sollen auf dem Mars gesammelt mit einem Mini-Aufstiegsvehikel in den Orbit gebracht und dann von einem Orbiter eingefangen und schließlich sterilisiert und sicher zur Erde zurückgebracht werden, inklusive präziser Landung in der Wüste von Utah. Mit dieser vollständig kommerziellen Lösung präsentierte Rocket Lab laut eigenen Angaben eine schlanke, kosteneffiziente Alternative zur bisherigen NASA-Planung. An dieser Stelle darf mein Shoutout für die Senkrechtstarter Schutzengel natürlich nicht fehlen. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du dazu beitragen willst, Raumfahrt im deutschsprachigen Raum weiter voranzubringen, Empfehlung, du könntest meine Videos teilen, liken, kommentieren, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und wenn du es ganz direkt machen möchtest, genau, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön bekommst du dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Vielen, vielen Dank. Am 7. August ist Jim Lovell im Alter von 97 Jahren gestorben. Der NASA-Astronaut flog Gemini 7, Gemini 12 und Apollo 8. Apollo 8 war die erste Mission mit Menschen, die um den Mond geflogen ist. Weltberühmt wurde Jim Lovell als Kommandant der dramatischen Apollo 13 Mission, die nach der Explosion eines Sauerstofftanks beinahe ihm, Fred Hayes und Jack Swigert das Leben gekostet hätte. Die Mission, die landete nicht auf dem Mond, aber alle 3 kamen heil nach Hause. Der Film über die Mission, der hat mich als Grundschulkind zum Raumfahrt-Fan gemacht und Jim Lovell war immer mein absoluter Lieblingsastronaut. Rest in Peace, Jim, and Ad Astra. Lasst uns noch schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Spoiler, Starship ist noch nicht dabei. Heute, Sonntag, 10. August, am Nachmittag, da Starlinks von Cape Canaveral geplant. Mittwoch, 13. August, die erste Pentagon-Nutzlast für die ULA Vulcan. Ebenfalls am Mittwoch, 13. August, von Kourou, Französisch-Guyana geplant, europäische Wettersatelliten mit der Ariane 6 II.
Und dann auch am 13. August wahrscheinlich schon der Wochenabschluss Starlings von Cape Canaveral von Vandenberg. Hier noch schnell der Hinweis auf Gieswein, dein Schuhspezialist aus Österreich. Mit meinem Link und meinem Code Moritz Sommer bekommst du wieder 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Das auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Falls du es noch nicht gemacht hast, guter Zeitpunkt für ein Abo. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.